Wir stehen ja auf fast 2800 Meter Höhe am Gipfel des Lager Zoy und ihr könnt es euch schon denken, jetzt geht's rein in die Lager Zoy-Runde. Diese Runde soll eine der schönsten Runden sein, die man hier in den Dolomiten erleben kann. Und ob das so ist, das wollen wir jetzt mal gemeinsam herausfinden. Auf geht's! So, und ihr seht es, hier habt ihr jetzt schon zwei Möglichkeiten. Ihr könnt nochmal hier die Lager Zoy-Piste nehmen zum Warmwerden, 3,5 Kilometer ist die lang, oder die lange Piste runter nach Ametarola, 7,5 Kilometer ist die lang. Damit wir richtig schön warm werden, fahren wir zunächst einmal die Lager Zoy-Piste. Also, eins haben wir auf jeden Fall und das ist wieder einmal mystisches Wetter. Ihr seht, es ist alles so ein bisschen wolkenbehangen. Die Sonne kommt allerdings oben durch. Super, super schön. Wie ich immer sage, das macht die Dolomiten ja auch wirklich aus. Und bis jetzt muss man sagen, ist als rote Piste ausgeschildert und würde ich auch so unterschreiben. Der Schnee ist aber griffig und man kann wirklich schön Kurven fahren. Und wie auch versprochen, man wird gut warm. Auf geht's weiter. Mega. Also super schöne Piste zum Einfahren, wirklich ideal, würde ich euch auch empfehlen. Macht erst einmal die Runde und dann geht es für uns jetzt dann auf die richtige Lager Zoy-Piste runter nach Ametarola auf die lange Piste. Wieder da, wo wir vorhin gestartet sind, geht's wieder rein. Und der Lager Zoy ist auch ein richtig geschichtsträchtiger Berg. Denn damals im Ersten Weltkrieg war er hart umkämpft. Genau hier verläuft nämlich die Grenze zwischen Venetien und Südtirol, das damals auch Teil der Habsburger Monarchie war. Und dementsprechend standen sich österreichische Kaiserjäger gegenüber den italienischen Alpini. Man sieht das auch immer wieder, überall in den Bergen sind noch Stollen. Ganz besonders sieht man diese Stollen, wenn man mit der Gondelbahn hochfährt zum Lager Zoy. Da ist wirklich überall was zu sehen. Und im Sommer kann man diese Stollen auch besuchen. Wir sind jetzt ungefähr auf der Hälfte der Strecke angekommen und auf der Strecke gibt es übrigens auch 3 Hütten. Ganz oben gibt es eine, hier in der Mitte die Skotoni-Hütte und ein bisschen weiter unten ist auch noch eine. Was macht die Lager Zoy so besonders? Genau dieser Moment hier. Man fährt einfach in dieses riesengroße, gewaltige Massiv rein und ist dann umringt von diesen unglaublich schönen Bergen. Und ja, das ist Genuss pur und das macht tatsächlich auch die Piste aus. Ihr habt es ja oben gesehen. Das ist schon eher so ein bisschen flacher, wo man einfach ein bisschen laufen lassen kann. Das macht es aber halt so besonders, weil dabei kann man die Aussicht auch wirklich im Vollen genießen. Und jetzt im unteren Teil, habt ihr auch gerade gesehen, beginnt es dann auch ein kleines bisschen steiler zu werden, wo man dann auch mal ein bisschen seinen Schwung variieren lassen kann, ein bisschen mehr auf Tempo auf Zug fahren kann. Genau, wie gesagt, Hälfte haben wir bis jetzt geschafft. Gleich geht's weiter. Aber an dieser Stelle könntest du mir mal einen riesengroßen Gefallen tun. Und zwar einfach mal auf den Abo-Button drücken. Das hilft mir nämlich mega, weiter solche Abenteuer zu verfilmen und dann euch zu zeigen. Kostet nichts, schadet nichts. Von daher drück einfach drauf, würdest mir damit einen riesen Gefallen tun. Übrigens, Leute, wir waren auch schon vor 2 Tagen hier und da hat richtig die Sonne geschienen. Da sieht das dann übrigens so aus.
Und neben fantastischer Aussicht ist das ja auch noch wirklich ein Highlight. Ihr habt nämlich überall diese Eisfälle, wie man sieht. Und ja, es gibt tatsächlich auch Leute, die diese Eisfälle, diese Eiswand dann auch mit Pickel und mit Spikes an den Schuhen hochklettern. Finde ich super spektakulär. Und ich persönlich, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich trauen würde. Ich meine, man hängt halt wirklich an gefrorenem Wasser. Ich finde, das hört sich sehr, sehr gruselig an. Doch schreib du mal gerne in die Kommentare, würdest du sowas machen? Hast du sowas vielleicht schon mal gemacht? Würde mich riesig interessieren. Gerade im unteren Teil, da empfiehlt sich wirklich laufen zu lassen. Hier kommt ein relativ langer Ziehweg. Und da könnt ihr mal checken, ob ihr auch ordentlich Squats gemacht habt für den Winter. Bis die Schenkel brennen, unten bleiben. Hinter mir jetzt die dritte Hütte im Bunde, von der ich gerade gesprochen habe. Und eine Hütte, zu der ich einen ganz besonderen Bezug habe. Mehr oder weniger. Warum? Ihr seht ja hinter mir dieses gewaltige Bergmassiv. Und hier in der Region gibt es auch die 4 Dolomiten-Challenge. Ein Tag, 4 Gipfel. Und am Ende kommt man dann hier unten raus an der Kapana Alpina Hütte und ich war völlig zerstört. Ich war wirklich richtig, richtig fertig. Und es war schon dunkel, dann bin ich im Dunkeln mit der Stirnlampe aus dem Tal rausgekommen zur Hütte und die Hüttenwirtin war einfach so übertrieben nett. Es war richtig cool, ja. Also Kapana Alpina Hütte, also Empfehlung von mir. Was übrigens ansonsten auch noch wirklich wichtig ist, wenn ihr jetzt quasi die Piste weiter runterfahrt, kommt was sehr, sehr Besonderes. Was das ist, zeige ich euch gleich. Aber ihr braucht dafür Bargeld in der Tasche. Ganz, ganz wichtig. Wenn ihr kein Bargeld habt, dann müsst ihr ab hier ein Taxi nehmen. Denkt an Bargeld. Die letzte Besonderheit ist nämlich, dass man am Ende noch von den Norica-Pferden gezogen wird. Das sind richtig große, starke Pferde, so Ackergäule, die dann hier wirklich 30 bis 40 Leute ziehen können. Man hängt sie einfach ans Seil, die Kutsche geht los und man wird wieder bis zu seinem Ausgangspunkt, bis nach San Casiano Amentarola gebracht. Oh, richtig am Arbeiten, die Tiere. Das soll es an dieser Stelle auch von der Lagerzollrunde gewesen sein. Super schönes Panorama, vor allem wenn es schönes Wetter hat. Ansonsten noch ganz kurz, für wen ist diese Tour geeignet? Ich würde sagen, für dich, wenn du ein richtiger Genussskifahrer bist. Einfach dieses gewaltige Panorama auf sich einprasseln zu lassen, macht super, super viel Spaß. Man kann dabei schön geschmeidig laufen lassen. Also Riesenempfehlung von mir. Und übrigens ist die Lagerzollrunde auch Teil der Gebirgsjäger-Tour. Und das ist eine Tour, wenn du dir mal an einem Tag so richtig viele Kilometer geben willst, das sind nämlich über 80 Kilometer, dann kannst du die machen, fährst du auch dadurch. Leute, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ciao.